Cam hoch, auch scheiße, aber sie Cam dann da, wo sie ist, Alter. Riot Games, wer hat sie denn verändert, die Position? War ich nicht. Riot Games. Ist das nicht eine Witcher-Kette, die Orna hat? Ja, ich habe auch gedacht, das wäre eine Witcher-Kette, aber ist es nicht. Es ist eine Tiger-Kette. Und es gibt keine School of the Tiger, also es gibt nur Wolf of the Cat, School of the, meine Güte, School of the Wolf, the Cat. Im Game gibt es, glaube ich, noch Griffin und Manticore oder so. Und School of the Bear gibt es aber, glaube ich, auch im Buch. Ich glaube, Cat, Wolf und Bear war auch in Büchern drin, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist ja weiter, dass ich sie gelesen habe. Im Game gibt es, glaube ich, irgendwie 1 oder 2 Schulen mehr als im Buch. Oh, Cuties hier. Warte, da musste ich direkt mal timeouten. Einfach nur, weil ich es gestern nicht gemacht habe im Prime League Chat. Sekunde. Naja gut, ich bin mal human gewesen, habe deine Nachricht nur gelöscht. Human von mir. Human. Oh mein Gott, der Corky First Pick. Will we see Nico oder Azir von Fakerinsky? Oriana ist gebannt, deswegen, ja. In einen der Agron und haktisches Obst. Vielen Dank für den Zeit, mal willkommen. Danke dir. Yep. Es war 50-50. Nico oder Azir? Durch Azir wird outscaled von Corky, dementsprechend Nico wird auch outscaled, aber kann halt im Early Game sehr krasse Leads aufbauen und ist im Teamfight sehr explosiv. Mir gefällt der Saya-Pick extrem gut into Nico. Und jetzt habe ich die Frage, spielt Guma, Yuzi, Kiria, Seraphine Botlane? Is this it? Seraphine, lock it in. Lock it in. Lock it in. Lock it in. Please. Please pick the Zera Queen. Zera Queen. Okay. Honestly, Aatrox ist auch cool. Wenn du hast so einen guten Aatrox-Spieler, wenn du Aatrox auf 3 loggen kannst. Hast du noch 2 Bans dafür, wenn du wirklich möchtest. Ich glaube nicht, dass Rascal Yona so picken wird. Also braucht Zeus nicht mal Bans. Zeus ist schon richtig big dick. Er ist wirklich verrückt. Gestern hat der Bro Geburtstag, ist frisch 20 geworden am 31. Januar. Hat gestern ordentlich reingefeiert, ne, sich gegönnt. Und heute pickt er seinen Aatrox und wird einfach damit Bomben hineinmachen. Wenn jemand gegen ihn Aatrox pickt, hat er eine Milliarde Counterpicks. Yon, Gwen, Fiora, Heat, das ist ein Kern. Wenn jemand gegen ihn spielen muss und er pickt Aatrox, haben die nie Antworten gegen ihn. Fairerweise, Doran hat Camille gespielt in den Playoffs und war sehr, sehr gut. Aber bisher der Einzige, der sowas gepickt hat. Gegen Zeus, der Rest ist immer so, ey, ich spiele einen Alibi-Counterpick. So, ich spiele so Jax oder so. Lacher. Ich gehe Kessante und Scale dagegen. Lara. Er ist der Einzige, der wirklich das pickt und damit Erfolg findet. Und es auch einfach blinden kann. Da wird er nicht picken. Nicht vor 14.2. Auf 14.2 werden wir vielleicht ab und zu mal Bria sehen. Weil da wurde sie halt fett gebufft in Richtung Bruiser, was den Competitive auch besser macht. Herzlichen Glückwunsch zur Wohnung. Ich gönn's dir total. Danke für die unterhaltsamen und lehrreichen Streams, Tolkien. Noch hab ich sie nicht, Kaprintchen. Don't jinx it. Noch hab ich sie nicht. Also noch habe ich nichts unterschrieben, noch sitze ich nicht drin. Es sieht zwar sehr, sehr gut aus, aber... Ja. Do not jinx it, do not jinx it. Oh, der Kessante Alibi-Pick. Boah, ich sag, wie es ist, Leute. Wenn hier jetzt so eine richtig geile Seraphine kommt, dann ist es so over im Draft. Double Reset Champion, Faker und Senna All-In-Potenzial. Stacking Reichweite für Senna und dann einfach halt Pentakill Resets, bla bla bla. Gib mir Seraphine. DRX ist dann so outdrafted. Trust. Man kann nur Corky das Game spielen, weil er Range hat, aber der Rest muss halt Midi gehen und hat Engage. Also ja, Seraphine. 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 Lock it in, lock it in, lock it in, please. Bitte kein Tamki. Also Damage ist okay, aber Seraphine? Keri. Oren Senna Botlane. Ist auch lustig, aber Seraphine wäre besser. Naja, mehr Engage-Potenzial.
Nächstes erst, was wir on Seraphine sehen, hat Barrel bereits auch gespielt von natürlich Teil und ja, es ist KT und T1, die Telecoms nehmen hier ein bisschen ähnliche Drafts, aber ja, ist fine of course. Ist auch nicht schlecht, auch nicht objektiv schlechter oder besser als Seraphine. Mir hätte Seraphine persönlich mehr gefallen in der Draft, aber wenn du on gehst, damit Faker nicht der Einzige ist mit Engage, okay. And then play Senna Aatrox in the bottom lane. I'm not sold. Not sold? Not sold. I don't think Aatrox will have too much fun in that. So, ganz in der neuen wurde schon über die Internetsituation informiert. Ja, noch klar. Das ist einer der Gründe für den Umzug, dass ich dann actually auf YouTube und Twitch und auf TikTok zeitgleich streamen könnte und kann. Was gerade für die DC-Streams nice ist. Da frage mal alle, warum heute nicht auf YouTube, bla bla bla, aber es geht halt nicht immer. Aus verschiedenen Gründen ging es nicht die letzten paar Male. Oder halt, letzte Woche ging es gar nicht, weil ich nicht in der Arena war. Aber ja, Internet ist 1000 MB down, 200 up in der neuen Wohnung. Das ist crazy, das gibt's hier nicht. Und das Lustige ist, was das Lustige, das Traurige, es kostet actually weniger, als was ich aktuell habe. Denn hier habe ich 140, also 140 und ist actually teurer als 1200. An opportunity here for Satab to start stuff on the Rift with the big Corki. Let's get into game 2. Aber ich habe actually nur 50, glaube ich. Ich habe auch für Jahre mit 50-10 gestreamt. Und hat geklappt. Für Jahre. 50-10 hat gereicht, aber es geht ja nicht für zwei Plattformen. Onto the Rift for the second game of our first series of the day. DRX moving towards the blue side now with the Corki composition. A composition that T1 have destroyed in the past. In fact, the final day that both of these teams played last week was exactly the day that it happened. Ach ja, Bob. Wo ist Rekeles? Rekeles hat heute Morgen gespielt. Wir können in der Pause sein Game gucken, wenn ihr möchtet. Also, wir können kurz reingucken. In der Pause zwischen dem ersten Spiel hier und dann dem zweiten. Aber wir werden halt nicht wirklich reinkommen, weil wir halt nicht alle 3 Games gucken können. Oh, manchmal am Morgen strecken, es tut so gut, es tut so gut. Sponge moves on over. He's going to be spotted on a ward there as he starts off on his blue buff. Mirrored starts here on both sides though. Faker auf der Monster Nico. Er benötigt noch 7 Kills für die magische 3000. 3000 noch. Also, nicht 3000 noch, sondern noch 7 bis zur 3000. I mean, that's the thing, you know, like, you're into a tank jungler and a Corki mid-jungle. Ooh, vertical. I think being aggressive is going to favor T1, but yeah, just a quick response from Sponge just to answer back. Really good defensive vision that DRX have put down earlier on as well. Er hat seine Q gerade auf fast alle gemisst, ne? Er hat Q getroffen auf 2 Raptoren. Heißt, er kennt auch sofort die Raptoren. Denn Owner is on his way. Owner lässt sich hier nicht beklauen. Der nimmt die Raptoren weg und dann rennt er direkt dazu. Aber Sponge, gut, da war trotzdem jetzt die Crux zu nehmen, ist not bad. Das Ding ist halt bloß, er wird nicht Level 3 werden davon und Owner wird Level 3, right? Ah, actually auch nicht Level 3 geworden. Braucht noch Rap-Buff. Vorsicht, Top, Vorsicht, Top, Vorsicht, Top. Aber ja, im Top dann ist es fein. Im 1 gegen 2 safe, wenn sie kommen würden. Tolkien, wie werde ich schnell besser in League of Legends im Talia One-Trick? Du bist Talia One-Trick, du willst besser in League of Legends werden. Der beste Weg ist einfach mit deiner Freundin Schluss zu machen und auch zeitgleich nicht mehr mit deinen Eltern zu reden und nicht mehr zur Schule zu gehen. Investier alles, was du hast in League of Legends, hör auf zu schlafen. Mach dir so eine Pissschublade, wie Freddy sie empfohlen hat. In die du regelmäßig, du musst die halt mit Alufolie auslegen und dann reinpinkeln, damit du nicht so oft auf Toilette gehen musst. Also wenn du auf Toilette musst, dann musst du halt am PC bleiben können. Ja, versuch dir möglichst viel von Streamern so Lieferando-Gutscheine oder sowas zu holen, dass du auch mit Geld und Essen bestellen kannst halt. Dass du auch nicht kochen musst oder so. Und dann spiel die. Spiel Talia mindestens 5 Games. Bevor du auch auf überhaupt selbst auf Toilette gehen darfst oder so, ne? Mach dir da auf jeden Fall auch feste Richtlinien, wann du das erste Mal, also belohn dich quasi selbst im echten Leben mit League of Legends Belohnungen. Sowas halt wie, ich darf erst dann auf Toilette gehen, wenn ich 5 Games gespielt habe. Oder ich darf erst dann was essen, wenn ich 3 Wins geholt habe. Ich darf erst dann eine Stunde schlafen, wenn ich 20-0 stehe oder so. Mach dir da Ziele und dann grinde.
because it was a little bit of a miscalculation. Oh, That was cute. yeah, managed to get it in time. Makes their way out, and of course, they can do that together, which is handy. Setup is teleported back to the lane. Auch Zeuge bitte nicht. Ich habe Schüler, die glauben das und machen das dann. Also erstmal, wir haben echt wirklich keine 13-Jährigen oder 14-Jährigen im Chat, die deine Schüler sein könnten. Trust. Und zweitens, wenn irgendwer das gerade ernst genommen hat, dann hat das dann ist das eh so lost, dann kann ich auch nichts mehr in seinem Leben ändern. Also wirklich nicht. Also wirklich, wenn es irgendwer ernst genommen hat, gerade eben, dann ist einfach zu Ende. Just teleporting back now, doesn't have a bunch of his health, and FAKER in a similar boat, to be perfectly honest, but Setup with just the tier stacking up in comparison to the two books. FAKER is well read. Toll, jetzt habe ich schon Schluss gemacht. Imagine so. Er hört so die Ansprache, nimmt so das Handy, nimmt so eine Sprachmemo auf. Hey, hallo, Luisa, ich muss dann Schluss machen. Tschüss. FAKER Solo Kill, let's go. First Blood für uns, Baby. Hallo. Not bad, Mann. Noch 6 Kills, Leute, noch 6. Wenn wir das Game mit einem Solo-Kill starten und noch 6 brauchen, huge. Huge, 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 huge. Noch 6. What is Setup doing? Kommt direkt ein saurer Chatter online. What is Setup doing? Ah, geil. Wir danken dir Goodwill für den Sub, liebe Bro. Willst du mir sagen, FAKER keine Pissschublade? Nee, FAKER hat einen Angestellten namens Charles, das ist sein Butler, und der bringt ihm ein Tablett, wo er reinpinkeln kann in so eine Pissflasche. Weißt du, weil er ist halt auf einem anderen Level. Dann wird die direkt weggebracht und dann muss er sich nicht weiter darum kümmern. Mom, Schüsse, ja, basically. Ey, nein, der Mac-Toon, für nachher mal, willkommen. T1 Hypers, let's go, man. FAKER wird gefüttert beim Zocken. Oh, das ist doch der Premium-Service, den ich auch benötige eigentlich. Weil T1 hat ja einen eigenen Koch und so, und dann können die da immer sich Essen gönnen. Oh. War ein eigener Koch für mich. Das ist das Geile an den DLC-Arena-Wochenenden, weil da ist ja so eine fette Produktion. Und da ist halt dann an 3-mal die Woche kriege ich quasi eine actual geile Mahlzeit. Das ist schon geil. Letztens war Sushi-Wochenende bei der DLC. Oh. Das war nice. FAKER hieß, aber warte, warum ist er an dem Punkt reingeweht? FAKER ist so ein schöner Mensch, er ist einfach zu gut in diesem Game. Jetzt hat 20 CS vorne und Solo killt. Look at this monster, okay, 16 CS, aber trotzdem. Look at this monster, this beautiful genius. Rel not going to be able to find too much. Zeus not able to find the CC, but a fair bit of damage onto Rascal here, who doesn't get the third Q. And a back to come down from Owner as well. Level 6 now on the Viego. Sponge looking for his. Should be next camp or maybe a couple more camps. You see, Owner is very... Fred hat es auch durchgespielt. Er hat Mama hinterher engagiert. Vielleicht kannst du sowas in die Richtung auch machen. Meine Mutter anstellen, um mir Essen zu... Na, lol. Ich wohne halt nicht so nah neben meinen Eltern, das würde nicht gehen und es wäre auch irgendwie... Ich meine, es ist bei Freddy mega cute und sei ihm gegönnt mit seinen Häppchen, aber es wäre, also bei meiner Familie wäre es ein bisschen weird, wenn wir sowas machen würden. Wäre ein bisschen weird. Ah, ich soll seine Mutter auch anstellen. Ach so, nee, Bruder. Die wohnt in München oder so, entspannt euch mal, Chat. Nee, ist schon mega, mega süß. Ich würde auch gerne so einen Häppchenteller kriegen. Sag mal, das allerrespektloseste in Scrims. Wenn du einfach, du scrimmst gerade mit Freddy, auf einmal hörst du so, oh, dankeschön. Und dann weißt du genau, was kommen wird. Nämlich für 20 Minuten Mampfgeräusche. Für 20 Minuten kannst du basically mit Freddy nicht reden, weil man... Und du weißt ganz genau, er hat gerade gut Essen bekommen. Ah. Es war wirklich verrückt, aber auch beneidenswert. Ich hätte auch gern Essen bekommen im Stream. There is still the Corki, right? The Corki factor exists. But the problem is that he just may not get to the Alternativ Freddy selbst anstellen, auch nicht gerade unklug. Auch nicht gerade unklug. Freddys Gehalt mal kurz zahlen, ja, ja. Schloss Neuschwanstein zahlt sich nicht von alleine ab, ne? Ja, ja.
Das soll man sich leisten können, ja, ja. Ich kann dir einen Kaiserschmarrn machen. Was ist Kaiserschmarrn? Ist das nicht so ein richtig süßes Zuckergericht? Aus Österreich? Leute, ich kann mir unter Kaiserschmarrn was vorstellen, aber ich weiß es actually nicht wirklich. Nicht wirklich. Es sind kaputte Eierkuchen. Aber ist nicht einfach süß? Kaiserschmarrn. Warum beschreibt man das mit Doppel-R? Ja, sieht einfach nur richtig süß aus. Hier auf chefkoch.de. Das sieht einfach nicht lecker aus. Das sieht einfach wirklich nicht lecker aus. Also, einfach zu süß. Ich bin wirklich kein Fan von sehr süßem Essen. Ich glaube, mit Kuchen, Eis, sowas hier gestohlen bleiben, brauche ich alles nicht. Das ist nicht so süß. Das ist gerade irgend so. Da ist 3 Kilogramm Puderzucker gerade drauf. Auf allen Vorschlagsbildern. Oder bin ich dumm? Beantworte diese Frage nicht. Sie war rhetorischer Natur. Bitte nicht beantworten, Chat. Auch mal chillen. Frage muss nicht beantwortet werden. Da ist so fett Puderzucker drauf. What do you mean, das ist nicht süß? Und daneben ist dann so Apfelmarmeladenmus. Erdbeer. Himbeere. Hey, danke dir, Momo. Vielen Dank für den Zeit, Mann. Willkommen. And T1 can only continue this now as well with the Void Grubs that they've picked up. You can see Zeus unleashing the mites on. Das ist wie Eierkuchen vom Süßigkeitsserver her. Die Eierkuchen mochte ich als Kind ab und zu mal. Eierkuchen mit Puderzucker oder mit Pflaumenmus oder mit Nutella war lecker. Aber jetzt auch nicht, also habe ich seit Jahren noch nicht gegessen. Seit Jahren nicht. Ihr wisst ja, damals beim Eierkuchen machen habe ich mich schwer verletzt. Eine meiner krassesten Verletzungen meiner Kindheit of all time. Habe ich es euch schon mal erzählt? Sie ist nice. Ich denke auch 30 CS Mitte vorne ist auch sehr, sehr nice. Wir danken dir Maxell für den Zeit. Mal willkommen. Danke dir. Die Augenbrauen, nee. Was passiert ist folgendes, okay? Also, meine Mutter und ich und mein Bruder damals, wir haben des Öfteren Eierkuchen gegessen. Und ich hab dann die Eier genommen, habe das Eiweiß getrennt vom Eigelb und dann das Eiweiß aufgeschlagen mit so einem Mixstab. Und halt so, damit es so richtig fest wird. Dann wird der Eierkuchen selbst ein bisschen lockerer und luftiger und der wird dann richtig geil, wenn du den so unterrührst. Anyway, ich war dann so, keine Ahnung, 7 Jahre alter Tolkien, keine Ahnung, wie alt ich da bin, vielleicht auch 8 oder 9 oder 10, honestly, der Unterschied zwischen einem 6-Jährigen und 10-Jährigen, ich habe keine Ahnung. Ich habe gestern überlegt, wie groß ist ein 6-Jähriger, ich habe 13 cm geschätzt, war scheinbar falsch. Anyway, ich habe dieses Mix-Ding benutzt, dieses Drehstab-Ding, das hat so Doppeldrehstab, dann dreht sich das. Und dann habe ich das mit der anderen Hand festgehalten, wisst ihr, so. Und dann ist weil ich halt, mein Ärmel von meinem Pullover wurde von diesem Doppeldrehding erfasst und reingezogen in das Mixstab-Ding und hat dann meinen Daumen genommen und meinen Daumen einmal so auf die Hand umgeklappt. Und dann seitdem habe ich eine fette Narbe davon an meinem Daumen halt. Weil meine Hand wurde halt nachgezogen und dann hat meine Mutter irgendwann den Stecker gezogen oder so, aber da war mein Daumen schon so. So. Aber jetzt hast du 2 Daumen. Nee, also alles gut. Ist nur eine Narbe übrig geblieben. Ist alles, was passiert ist. Aber seitdem kann ich das hier, den Daumen so umstrecken. Oh Baby. Könnt ihr das auch? Sieht man das? Ja. Guck, so ein bisschen in die Waagerechte. Es geht noch weiter, wenn man möchte. Aber es ging auch schon noch weiter als das. Naja. Aber fairerweise, ich kann es mit der anderen Hand auch, also es hat nichts damit zu tun. Dem Daumen geht's gut. Hat sich noch niemand beschwert. War immer alles gut. Großartig, Tolkien. Hey, danke, Bro. I got you. I got you. Kannst du deine Zunge rollen? Ja, noch klar. Wer seine Zunge nicht rollen kann, ist auch objektiv gesehen lachhaft. Lachhaft. And that early push from DRX certainly a good thing, but just not really feeling like enough to get them any sort of meaningful lead. And we mentioned, you know, the fact that Corky is sort of just a scaling composition by himself, as the package was picked up. Oh no.
Dann präsentier mal. Ich will jetzt nicht meine Zunge präsentieren im Stream, dass die rollen kann. Wie weird ist das denn? Oh! Der Flash and Knockup gegen den Package Corky. Ob das für Worth ist Keria? Ich meine, der Package bekommen, I guess. Package für Flash ist nicht terrible. Oh, Fakerino. Faker, du bist so beautiful. Okay, noch 5. Oh, er wurde gecancelt, bevor er Knockup durchbekommen hat, der Ohren. Noch 5, Chat. Wir zählen runter. Noch 5, noch 5, noch 5. Meint er schafft das, in diesem Game noch 5 Kills zu holen oder erst am Samstag? Das Ding ist, also im Early Game macht Nico noch Kills, aber später macht sie kein Damage mehr. Später kriegt Viego Atox das Gold. Der Kills. Vielleicht auch Senna. Heißt also, wenn das Game jetzt so ein bisschen schneller geht, dann ja. Faker doch aktuell 2 von 3, also 2/3 der Kills. He's not bad, er ist gut im Game natürlich, weil er gut ist. Ich meine, auch 50 CS in Mitte. Junge, Faker ist so gut. Er hat doch insane viel CS, Alter. Wie hat er das geschafft? Das ist auf Nico actually hart. Aber er Solo-Kill Mitte und dann diese ganzen Vorteile, die er aufgebaut hat. Jetzt auch First Turret Mitte. Es ist ein wenig Mid-Div in Game 2. Aber heißt deswegen nicht, dass Faker noch 5 Kills holt. Eigentlich gehen die Kills nicht an ihn langfristig. Mit 6 Voidies Mitte durchgehen, not bad. Harold ist tot, aber sie kriegen dafür gerade Bot-Home und Mid-Home, oder? Also Mid-Home wird wahrscheinlich nicht sterben und Bot-Home scheinbar auch nicht. Aber beide 1 HP, dann 6 Voidies. Also du kriegst die Safe auf jeden Fall später. Bot den stirbt vielleicht sogar. Kiria macht guten Damage mit den Void Grubbies und jetzt rotiert seinen Guma-Yuzi dazu. Ja, das ist huge. Das ist huge. Das ist huge. Huge. I'm going to put it in the cons column, absolutely, when it comes to DRX early games. Okay, now they're going top. Yeah, Ona is going to be able to get Satab here. Does use the flash, but there's the stun. And is he able to do anything? The answer is Dawning, Shadow hat nochmal wichtig Damage gemacht von der Seite. Und damit also ein toter Shade-Tab, trotz Flashes. Satab's items in his inventory kind of look like a mess. You have a Tear, a Caulfield, and a Hex Drinker. And here, you know, Carry just goes for the flash stun. They're not able to burst out Satab. Funktioniert auch Doppel-Support-Item auf dem LCK-Patch? Ja, ich weiß nicht warum, aber die haben nicht den Patch gewechselt. Sind wir noch auf 14.1b. Statt auf 14.2 zu sein, obwohl der Patch mittlerweile 8 Tage her ist. 8 Tage! Keine Ahnung, wieso die nicht gewechselt haben, aber scheinbar immer noch nicht. Was ich echt scheiße finde. Ich hätte gerne einen neuen Patch, damit wir nicht mehr die Support-Kacke haben. Aber zumindest in der LEC dieses Wochenende wird es der neue Patch sein. Das ist das Gute. Haben Teams schon mal so rendert? Früher regelmäßig, mittlerweile darfst du nicht mehr so rendern im Pro-Play. Ist nicht erlaubt. Hat Riot Games verburied hin, obwohl ich immer noch darauf warte, was passieren würde, wenn einfach jemand FF votet und seine Teammates einfach agreeen. So aus Versehen. Was würde Riot dann machen? Was würde passieren? And look at these money differences. They are very, 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 very large. Obscenely large. I'm really glad that it was only up for a little while because Chrono Break. Boah, ich glaube, das würde kein Chrono Break geben. Weil das würden sie ja gar nicht rechtzeitig schaffen zu pausieren. Bevor der Nexus explodiert, das würde ja jeder mitbekommen. Imagine so, ein Team surrendert und auf einmal so ein paar Sekunden später Pause und dann 10 Minuten später Chrono Break auf einmal, wie weird das wäre für Zuschauer auch. Das ist einfach sehr, sehr weird. Ist FF nicht disabled? Nö, auf Tournament Rhyme kannst du FF drücken. Das geht. Ist nicht disabled. Das ist nicht disabled, das geht. Plus, the problem is, Dragon's in like 4 minutes 30, so his flash will be back up in time for the next Dragon. Yep. And yeah, Der eine ist San Andreas. Sag mal willkommen. Danke dir. Faker ist so weit vorne in Gold. Er ist beautiful. Yeah, no, there's the linings are not looking great. For anything at all, as Gumiyushi already doing a fair bit of damage here, as we can see. Taking a lot also, as, oh, not quite enough for the Dash Cannon, Pop Blossom, but the knockups are going to be Gebt ihm Kills, T1 und DRX. Er braucht noch 5. 5. Ja, ich glaube, ich sag jetzt, Faker kriegt dieses Game kein Kill mehr. Das ist mein Call. Es wird noch irgendwann einen explosiven Teamfight geben für Timon, aber der Fight ist eh hart geworden, da kriegt einfach Viego oder Athos die Kills. In the business a big lead, ja, knapp 10.000 Gold vor der 20. Das ist ein
Sehr big Lead. Okay, wenn man das so sagt, Big Lead, und das zu schnell sagt, dann klingt das ein bisschen so wie Big Glied. Das klingt irgendwie nicht richtig. Naja. Man hätte von anziehen Spellbook auf Ohren Support, der ist der beste Summoner Spell, Keystone Rune. Besser als Grass. Grass kannst du halt nicht auslösen, also Summoner Spellbook. War ja auf Top Lane auch ewig populär halt gegen Range Champions, wo du kein Grasp auslösen kannst. Sehr Standard. Auf Ohren Support, auf Ohren Botlane. Schon des Öfteren gesehen, ja auch von Barrel und Co. ist ja nicht der erste Ohren Support, den wir haben. Sag mal, Chat, spielt eigentlich noch irgendwer von euch Lethal Company oder ist das Game aus der Meta gefallen? Spielt es noch einer von euch oder ist das Game nicht mehr da? Noch nie gehört, hab's nie gespielt. Paar wird größer als Lethal. Ja, Paar hat gerade eine Menge Variety-Stuff geschluckt, right? Does he take damage? No, not really. He's just trying to turn it around, gets a Featherstorm and continues walking at them menacingly. Look at him. Just trudging. Wo das Game so gut ist, es ist wirklich fun. Es ist auch gutes Game für Win Challenges einfach nach wie vor auf Kurs. Great asset. Great asset. Lass los, Setup. Setup, warum flashst du noch? Lass doch einfach los. 7 seconds. Yeah, he's really dead. I don't think you get that long. Wann fangen eigentlich die LCK Playoffs an? Nachdem 18 Best of 3s gespielt wurden, beginnt die Best of 5 Phase. Das heißt, im März oder so beginnen Playoffs. Don't steal the Nash. Ja, Sponge ist raus. Well, I think the chances of Sponge stealing this pretty low. Yeah, limited. Limited und jetzt Faker TP't auf Xayah rauf. Faker will Teddy 1v1. Töte ihn, Teddy, Faker. TP hinterher. Ja. And he's going in. Oh, er hat geflasht. Schade. Oh, geht den Kill Faker. Oh, Faker ist gar nicht da, der meint. Ja, ich glaube nicht, dass Zeus ihn killen kann, honestly. CT ist tot und oh, Zeus hat ihn gekillt. Der ist halt versucht zu fighten, statt rauszugehen. Zeus im 1 gegen 3 und er wird hochgeworfen und er. Great. Oh. Er hat eine Q gemisst. Wenn er die trifft, kann er danach wahrscheinlich wieder seine profane Hüte aktivieren und Kork ist einfach dead. Er muss gar nicht die zweite Q treffen. Wenn er die erste Q getroffen hätte. Schöner Protobell-Dodge von Faker gegen den Nico-Pullback der Federn. Jetzt Keria soll gedived werden, aber er ist halt ein tanky Orn. Der hat ein Horn. Und da ist Guma und... Oh, er lebt. Keria hat gerade alle Spells benutzt, weil er... Ich glaube, er hat Muscle Memory gespielt. Auch das letzte Mal, als Orn Botlane Meta war, hat man ja auch mit Catalyst gespielt, weil früher musstest du wirklich das Spell spammen, um dich hoch zu sustainen. Sonst hat es keinen Sinn ergeben, dass er die Wand da äht. Und den Boden cute und weht. Ja, das Game ist komplett fucking over seit 10 Minuten, seit Fakers Solo-Kill in Mitte. Faker ist objektiv gesehen geordnet für das Game. Sein Farm ist crazy, sein Solo-Kill war nice. Jetzt Zeus spielt ein bisschen zu sehr for fun, deswegen hätte ich sonst auch ihn wieder geordnet. Armin, kannst auch Back-to-Back ihm MVP geben. Guma ist auch crazy gut im Game. Armin, ganz T1 hat MVP verdient. Es gibt dir kein MVP, das Game war einfach Free-Win. Where is DRX? Well, they're not mid. That's dead. Well, there's one of them. Yeah, there we go. So Rascal is going to find Keria, and Keria is going to ignore him. I'm pretty sure Rascal pressed a button, but I'm not entirely sure. Poploss is going to be channeled here as Sponge. Gibt Faker Kills? Er hat Sonjas. Oh, noch 4. Oh, er ist dead. Schade. Okay, aber nicht schlecht, wenn das Game ist trotzdem over. Okay, dann Samstag, Ey, liebe Bro, sehr, sehr gerne. Oh, Auna wird die vielleicht gewonnen jetzt? Als Corki ist es nicht so tanky wie Ego. But still, these Nexus turrets are going to be turned to Keria. Looks for the dive forward. Good Featherstorm there from Teddy to avoid him.
But now the Nexus will be taken down, and T1 gonna look for that swift 2-0. They will find it. Carrier will die. GG! T1 will get the job done. GG! And he keeps himself alive at the last That's a second. quick So, 2-0. Another win for the boys. Das war nur ein Business-Tag, as per usual. Jetzt nochmal die Jacke richtig anziehen. Owner. Faker. They are chilling.